Ist das hier ein Hotspot oder geht's hier einfach nur ganz gut? Ich teste gerade mal wieder einen kleinen Spot auf kleine Z-Fische und Co. Hatte ich gerade noch im Discord gesehen, sieht aber bisher schon ganz gut aus. Ja, Chiffre hatte hier einen schönen Beitrag gepostet, mehrere Stunden hier an der Stelle verbracht und hat hier auch ordentlich rausgezogen. Allerdings auf Schwimmkäfer. Und da muss ich ja sagen, oh boy, also Schwimmkäfer ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu wertvoll, der Köder, für so einfache Fische. Vor allem, weil eben auch noch so viel Beifänger dabei sind. Genaue Anzahl der Beifänger sieht man leider im Beitrag im Discord nicht. Man kann es nur erahnen, weil man das eben schön an der Seite hier sieht, was da noch alles mit dabei war. Wenn man jetzt allerdings schaut, worauf er denn sozusagen aus war, dann waren es die Fische, die auch am meisten Cash bringen. Und zwar die Zobel. Zobel, naja, die Brassen sind auch tatsächlich nicht so schlecht. Zerte, also die klassischen Z-Fische und so, das bringt halt hier das Cash. Alles andere, das ist jetzt hier der Bereich, das sind die Fischfetzen. Die können wir alle natürlich noch schön verarbeiten und verhackstücken zu Fischfetzen. Und der Rest, naja, so viel Rest gibt es gar nicht. Der ist halt nichts wert. Ich teste natürlich auch gerade noch. Und weil ich ja hier auf Z-Fische teste, habe ich natürlich erstmal die üblichen Verdächtigen an Köder ausprobiert und bin jetzt mittlerweile darauf gekommen, dass die Borkenkäferlarve hier auch ganz gut funktioniert. Ist natürlich preislich ein Riesenunterschied, wenn man mal das vergleicht zwischen der Borkenkäferlarve und dem Schwimmkäfer. Also Borkenkäferlarve kriegen wir hier vor Ort am Ladoga-See, ja, ich sag mal 300 Stück für 50 Silber. Das ist natürlich schon easy gemacht. Und der Schwimmkäfer, ja, den Schwimmkäfer kriegt man halt nur für Gold. Also, oder man schöpft ihn einfach, ne? Man kann ihn dann irgendwann auch quasi rausschöpfen. Also, die Option, klar, man kann das natürlich machen, schön hier mit Schwimmkäfer, wenn man die Kohlen ausgeben will oder wenn man genug gefarmt hat. Ansonsten teste ich das natürlich gerne mit der Low-Budget-Version, einfach hier mit der Borkenkäferlarve. So, gucken wir mal. Also, was haben wir denn hier? Die Nacht war klar, dass da noch mal ein bisschen mehr die Brassen reingehen. Als nachtliebender Fisch haben wir da natürlich dann einiges an Brassen auch mit dabei. Ist aber, wie gesagt, gar nicht schlimm. Damit fülle ich dann meine Fischfetzen einfach wieder auf. Alles, was so unmaßig ist und 500 Gramm wiegt, gerne. Zerte nehme ich aber auch gerne mit. Haben wir ja gerade schon gesehen. Bringt ganz gut Cash. Also gerne auch noch mehr Zerte. Zack, direkt wieder raus. Dann gucken wir mal hier. Auch noch was dran. Gleich direkt wieder nächste Zobel oder so. Ne. Ripusmaren. Ja, Ripusmaren und Co., die können natürlich auch gerne reingehen. Aber ich glaube, dafür gibt es dann noch ein bisschen bessere Spots. Der erste Fisch hier war direkt die Ladoga-Renke. Allerdings war ich da auch noch mit der Köcherfliegenlarve unterwegs und habe da noch ein bisschen anderes rumgetestet. Deswegen ist auch hier der Anfang noch ein bisschen wilder gewesen. Und erste Zobel, ja, war auch direkt auf Borkenkäferlarve. Nach dem Fang habe ich dann alles direkt umgerüstet auf Borkenkäferlarve. Und dann ging es auch schon los. Ja, wie gerade schon gesagt, war es dann allerdings auch schon in den Abendstunden. Und dementsprechend viele Brassen sind dann dabei. Und jetzt gucken wir mal, wie viel von den Brassen denn hier noch reingehen. Und wie viele von den eigentlichen Zielfischen, den Z-Fischen hier reingehen. Wenn das nicht ganz so viele sind, muss ich gleich noch was testen. Denn Chiffre hat hier mit seinem Köder auch noch eine Futtermische hergestellt oder hier auch verwendet. Und zwar mit Erbse. Weißt du was, wir machen das mal direkt, dann habe ich das auch erledigt. Futtermische. Ja, könnte man jetzt einfach ins Bällchen machen, ne? 12 Meter weit, ja, machen wir einfach mal Bällchen. Machen wir einfach gleich mit dem Futterkorb dran. Als Basis gemahlene Erbse hat er drin. Dann hat er drin Kaster. Zack. Dann waren das, glaube ich, gehackte Würmer. Jawohl, haben wir auch.
Was hatten wir noch? Fliegenmade und Biskuit. Na klar. Alles, was so lecker ist. Die Fliegenmaden und Biskuit. So. Und das Ganze dann abgeschmeckt mit Fenchel. Ja, sieht man immer mal wieder. Sag bloß, ich habe kein Fenchel mehr. Das ist ja ein Ding. Das ist ja mal schon ewig nicht mehr passiert, dass ich von irgendeiner Sache etwas nicht mehr habe. Das ist ja krass. Also, mal eben ungezwungen nachgekauft. Fenchel, das ist ja auch wirklich ein Ding. Aber ja, wie gerade schon gesagt, wird immer mal wieder mitverwendet in Futtermischen. Gerade für Z-Fische und Co. Erinnert mich auch daran, dass ich vielleicht mal wieder schön einmal durchgehe, durch den ganzen Account und einmal wieder alles nachfülle, wovon man halt immer mal was in den Taschen haben sollte. So, jetzt aber hier Fenchel, zack, rein damit. Und dann nennen wir das Ganze hier Z Ladoga. Und dann haben wir das. Anfertigen und ich teste es aber noch nicht. Ne? Also ich werde jetzt das erstmal schön, so wie es ist, weitermachen. Jetzt haben wir noch nicht mal, wir haben es jetzt gleich, ja, gleich 6 Uhr, also hell genug, mitten am Tag sozusagen. Dann noch ein bisschen testen. Na guck, Zobel auch schon wieder da. Und sollte das dann gleich vielleicht im Laufe der Zeit nachlassen oder irgendwie komisch werden von den Fischen, dann haue ich die mal rein. Aber bisher ohne Futtermische und am Tag scheint das schon wirklich ganz gut zu gehen. Kann man machen. Also die Z-Fische, die nehmen wir gerne so mit. Und Brassen sind ja auch immer so Fressmonster. Die wollen wir auch eigentlich nicht unbedingt noch mehr anlocken mit noch mehr Futter. Heißt also, wenn wir die tagsüber noch mal eher eliminieren könnten, dadurch, dass noch nicht mal zusätzliches Futter da ist, dann lübt das doch. Ich würde sagen, ich ziehe mal eben hier den einen noch raus, wollte ich sagen. Ist er überhaupt dran? Ich glaube, es zuppelt eh die ganze Zeit immer noch weiter. Wir gucken mal ins erste Setup hier kurz rein. Also, erstes Setup. Ganz simpel hier. 6,8er dieses geflochtene Vorfassmaterial, Karpfenvorfassmaterial. 6,8 Kilo ist das dünnste vom Standard Karpfen-Vorfassmaterial. Also relativ dünn, sinkende Schnur. Das ist, glaube ich, wichtig. Hier geht es auch nicht irgendwie großartig darum, dass es super transparent ist mit Fluorocarbon oder so, sondern schön, fein und dünn. Relativ großen Haken hatte ich anfangs auch noch nicht. Da war ich noch deutlich kleiner unterwegs. Und jetzt mittlerweile sogar hoch auf einem 9er Haken. Ist schon, ja, wie gerade schon gesagt, deutlich größer. 10er Haken hat man, glaube ich, aber auch standardmäßig dabei. Ich hatte es anfangs mit einem 12er Haken getestet. 9er Haken gibt es nicht von jeder Firma. Das heißt, wenn du irgendwie verschiedene Komplettsets hast an, weißt du was, ich mache hier einmal einen 6er Haken drauf, ne? Ich mache hier einmal einen 6er Haken drauf. Wegen der Zerte. Und weißt du was, ich mache so einen Tauwurm. Zack, 6er Haken Tauwurm. Wenn hier noch mehr Zerten reingehen, ne? Dann baller ich mich hier noch mehr Zerten rein. Das lohnt ja übelst. Jawollo, kommt ran hier, ihr Brocken. Sauber. Boah. 1 Kilo Brasse, die nächsten 5 Silber. Perfekt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Guck mal hier, ausgeworfen Biss. Gerade auf dem Tauwurm. Geht direkt los hier. Die wollen wir natürlich nicht. Ja, also weitermachen. Wo waren wir? Beim Haken. Genau, Hakengröße. Klassische Hakengröße für Z-Fische, 12er Haken. Hier jetzt in dem Fall, wir wollten ein bisschen größer reingehen und es wirkt. Also auch hier wieder mit Zobel und sowas. Also es klappt auch auf einem 9er Haken. Wenn du den nicht hast, 10er Haken oder sowas gerne testen. 8er Haken gerne testen. Dann ist man immer noch grob in diesem Bereich unterwegs. Ich teste jetzt hier einmal den 6er Haken weiter wegen der Zerten. Und die Zerte geht auch, man kennt es ja vom Wolchow vielleicht noch, bis hoch, na ich sag mal 6er Haken, 4er Haken, vielleicht Tauwurm, klappt immer mal wieder ganz gut. Ob das jetzt hier klappt, ob die Zerte hier am Ladogasee Bock hat auf Tauwurm, muss man testen. Vielleicht müssen wir da dann auch trotz allem noch die Borkenkäferlarve verwenden. Die haben wir ja hier bis auch zu einem 6er Haken können wir das also verwenden. 24er bis 6er Haken.
Also einfach mal gucken, inwieweit die hier mit reingeht. Ja, ansonsten ist es das an für sich schon fast, ne? Die Stelle hat man, glaube ich, gesehen. Kohlemäßig, ja, passt es, glaube ich. Also es ist jetzt kein Megaspot, wo man hier Unmengen Cash rauszieht. Aber es ist je nach Köder auch durchaus möglich, dass hier mal ein Aal oder so reingeht. Vielleicht sogar auch ein Schuppenkarpfen könnte hier reingehen, wenn man hier mit dem Tauwurm auch unterwegs ist. Muss man vielleicht ein bisschen drauf gefasst sein. Oder man bleibt eben hier einfach nur auf Larven und Co. Und macht dann eben hier mehr, na guck der nächste, mehr eben auf die kleinen Fische. Hier ist man dann aus auf die Z-Fische und so. Absolut möglich. Bleib hier nochmal auf dem 6er Haken, gehe aber nochmal wieder auf die Borke. So, zack, 12 Meter weit raus, hatte ich jetzt schon gesagt. Nicht so richtig, ne? Also 12 Meter Clip. Das Ganze hier direkt, wie gesagt, am Café. Kann man natürlich auch immer noch schnell reingucken, ob hier irgendwas drin ist, was gerade relevant ist, wenn du hier stehst und das vielleicht testest. Und ansonsten, ja, Frequenz ist sensationell, wenn man hier vielleicht auch einfach ein paar Prozente machen will fürs Grundangeln. Durchaus eine Option. Ja, und das sind die Zielfische, ne? Die sogenannten Z-Fische. Endlich mal wieder eine Stelle, wo man auf Z-Fische gehen kann. Zobel, Zerte. Gibt es überhaupt eine Zope? Müssen wir mal eben gucken. Ladogasee haben wir hier. Zobel, Zerte und Zope gibt es tatsächlich. Aber offenbar vielleicht eher hier auf Alge. Oder was sagen die wöchentlichen? Wahrscheinlich ist die gar nicht drin, sondern eher Ladogasee, ne? Woldiow. Zope, doch auch am Ladogasee mit Steinfliege. Na guck, also habe ich doch schon den nächsten Köder. Den teste ich jetzt auch noch gleich weiter. Schön mit der Steinfliege. Und hier auf dem 6er Haken haben wir auch noch Action. Ja, also ich bin ganz zufrieden. Kann man hier wirklich ganz gut machen hier an der Stelle. Danke dir fürs Teilen an den Chiffre im Discord. Ja, wie gesagt, geteilt. Link zum Discord unten unterm Video. Einfach mal reingucken. Da gibt es jede Menge Spots, die sich lohnen. Und hier gehen wir jetzt mit der Steinfliegenlarve rein. Auch wieder zack auf die 12 Meter. Die Frequenz ist super. Also das ist mal was man mal wieder schön machen kann. Einfach nur aus Spaß. Einfach nur auf Frequenz. Und vielleicht, na guck, eine Ripusmaräne. Auch ein gutes Gewicht. Vielleicht geht noch irgendwas Seltenes rein, was einem noch fehlt. Vielleicht ballern noch ein paar Trophys rein. Und wenn du Bock hast, das nachzumachen, was der Chiffre gemacht hat, auch einfach im Discord gucken. Komplett eben mit Schwimmkäferlarve, mit der Futtermische. Und dann hat er da auch in ein paar Stunden, ich gucke noch mal kurz rein, 1, 2, 3, 4 Trophys gefangen. Allerdings, ja, ich sag mal über eine Stunde, in Richtung 2 Stunden waren die, glaube ich, Abstand voneinander. Mit ein bisschen Sitzfleisch geht auch noch ein bisschen was rein. Petri, ihr Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, Petri.